Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Putzmotivation. Im heutigen Video möchte ich dir gerne zeigen, was hier so alles die letzten Tage liegen geblieben ist und wie ich das Chaos in der Wohnung in kürzester Zeit wieder auf Null bringe und wie ich mich vor allem motiviere und in nur 15 Minuten das gesamte Badezimmer gründlich putze. Also wenn du dich motivieren lassen willst oder gleich mitputzen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht ein Abo, ein Däumchen oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich bedanke mich und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Ihr kennt mich ja, bevor ich mit dem Putzen loslege, brauche ich immer erstmal etwas Motivation auf die Ohren und ich habe mir dementsprechend einen Blink über die App Blinkist ausgewählt. Ein Blink ist eine Zusammenfassung eines Buches auf nur 15 bis 20 Minuten auf die Kernaussagen komprimiert und ich kann mir das ganz nebenbei beim Haushalt machen anhören und mich so motivieren, dass ich die ganze Zeit nicht nur für den Haushalt verplempert habe, sondern auch noch etwas Wissen mir in der Zwischenzeit angeeignet habe. Ich interessiere mich im Moment für den Hype um Stefanie Stahl und zwar sagt sie in ihrem Buch, dass viele Konflikte, die wir im Erwachsenenalter haben, auf unsere Kindheit zurückführen können und dass es dafür auch Lösungsansätze gibt. Über das Premium-Abo kann man außerdem einen Space erstellen, das heißt einen Bereich, den man mit Freunden teilt. Ich habe dort direkt den Link zu Stefanie Stahl zugefügt und teile diesen jetzt auch kostenlos mit meiner Freundin, sodass sie sich das jetzt auch nochmal anhören kann und wir im Anschluss darüber diskutieren können. Was ich auch noch schön finde, ist, dass Blinkist mir zusätzlich basierend auf meine Interessen Buchempfehlungen gibt, die ich mir dann auch immer wieder zwischendurch anhören kann. Mit dem Link in der Infobox erhältst du einen kostenlosen Zugang zu einer 7-Tage-Testversion, außerdem auch 25% Rabatt auf ein Blinkist Premium-Abo und 2 Mitgliedschaften zum Preis von einer. Schau gerne in die Infobox für mehr Informationen. Meine erste Amtshandlung des Tages, und das mache ich eigentlich jeden Tag, ist morgens als erstes eine Ladung Wäsche zu waschen. Die kann laufen, während ich erstmal mich um den Rest des Haushaltes kümmere. Den Haushalt halte ich ja mit dem FlyLady-System am Laufen. Das heißt, ich habe mir Morgen- und Abendroutinen angewöhnt, mit denen ich einfach so die alltäglichen Aufgaben bewältige, unter anderem auch das Wäschewaschen. Und dann habe ich auch noch zusätzlich 5-mal die Woche eine Zonenreinigung, wo ich mich dann nochmal tiefergehend in gewissen Bereichen beschäftige. Und ich beginne als erstes damit, dass ich im Wohnzimmer etwas klar Schiff mache. Die Sachen, die über den gestrigen Abend und den heutigen Morgen liegen geblieben sind, räume ich einmal weg. Außerdem wische ich gerne morgens nochmal die Tische ab, lüfte etwas durch und versuche, die Sachen, die jetzt gerade unnötig rumstehen, beiseite zu schaffen. Ich brauche so ungefähr 5 Minuten pro Raum, um den Raum so ein bisschen herzurichten und meistens ist auch noch etwas Zeit über, dass ich noch leicht Staub wische. Die Oberflächen sind relativ frei bei uns, das heißt, es geht eigentlich relativ zügig. Die Küche habe ich auch gestern Nacht und die letzten Tage etwas vernachlässigt und ich kümmere mich als erstes darum, die Kartons, die sich da angesammelt haben, klein zu machen für den Papiermüll. Normalerweise kümmere ich mich in der Abendroutine immer nochmal für 5 Minuten um die Küche und mache dort halt ein bisschen Ordnung, damit einfach am nächsten Morgen der Tag etwas entspannter startet und die Küche halt auch sauber ist und bleibt. Weil mit Hilfe der Morgen- und Abendroutine kann ich einfach die Ordnung aufrechterhalten. Das ist mir gestern Abend nicht so richtig gelungen. Das heißt, ich werde jetzt heute etwas mehr in der Küche investieren, um hier so ein bisschen die Hotspots zu beheben. Also die Sachen, die einfach rumliegen, die da eigentlich nicht hingehören, zu verräumen. Und einfach allgemein etwas Ordnung zu schaffen. Vor allem soll sich das Geschirr nicht über den Tag türmen und die Spülmaschine läuft gerade und ich habe gerade noch ein paar Teller aus dem Wohnzimmer mitgenommen und diese packe ich jetzt einfach noch mit in die Spüle dazu, in die Spülmaschine und verräume natürlich auch nochmal das ganze Besteck und Geschirr von der Geschirrablage und ich räume auch immer die Geräte, die in der Küche rumstehen, halt auch gerne weg von den Arbeitsflächen, dass diese halt wirklich frei und ordentlich bleibt. Ich sprühe jetzt nochmal die Oberflächen etwas mit einem Allesreiniger ein und kümmere mich vor allem auch um die Küchenspüle, weil ich habe das Gefühl, dass die Küche erst dann wirklich richtig sauber wirkt, wenn die Küchenspüle glänzt. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich auch das Verlangen danach, die Küche ordentlich zu halten, weil ich das Gefühl habe, dass die Küche einfach aufgrund der glänzenden Spüle ordentlich ist und da möchte ich das natürlich auch aufrechterhalten. Normalerweise wische ich auch immer die Spüle abends aus, aber auch das habe ich jetzt ein paar Tage nicht gemacht. Man hat schon wieder die ganzen Wassertropfen und Flecken gesehen. Eigentlich wäre es auch sinnvoll, wirklich immer direkt nach dem Spülvorgang einmal
die Spüle abzutrocknen, dann würde sich halt auch die Sauberkeit und der Glanz länger halten. So handhabe ich das eigentlich auch mit den Armaturen im Badezimmer und damit fahren wir wirklich gut, weil die Armaturen bei uns immer sauber aussehen, weil wir sie halt immer abtrocknen. Aber das müsste ich mir jetzt definitiv auch mal in der Küche ordentlich angewöhnen. Ich wische dann auch gerne nochmal die Arbeitsflächen entlang und auch den Fliesenspiegel gleich mit. Zwar gehe ich da jetzt nicht mit einem Reiniger ran, aber meistens reicht es schon einfach so ein paar Wasserspritzer oder sowas mit einem Lappen einfach runterzunehmen. Und dann bin ich eigentlich auch schon fertig mit der Küche und kann mich jetzt auch der nächsten Baustelle widmen, und zwar dem Badezimmer. Im Badezimmer mache ich heute die Zonenreinigung. Ich habe ja erwähnt, dass ich nach dem Fly Lady System putze. Das heißt, ich nehme mir an 5 Tagen in der Woche immer 15 Minuten Zeit, um einen Bereich halt gründlicher zu putzen, zusätzlich zu meinen Morgen- und Abendroutinen. Und jetzt steht heute auf jeden Fall das Badezimmer auf dem Plan und ich wische erstmal den großen Spiegel mit Hilfe meines Fensterputztuchs ab. Da brauche ich keinen Reiniger. Ich feuchte einfach nur das Tuch an und kann damit dann reinigen. Und dann wische ich natürlich immer das Handwaschbecken aus. Habe jetzt überall auch schon den Reiniger einwirken lassen. In der Zwischenzeit kann ich mich dann halt um die anderen Sachen kümmern. In meinem letzten Video hatte ich euch mitgenommen und euch gezeigt, wie ich meine Aufgaben einteile für die Zonenreinigung und wie ich auch meine Zonen gestalte. Und da halte ich mich jetzt auch dran. Und ich hatte euch ja auch erzählt, dass ich zum Beispiel in der Zone Badezimmer, die Zone Badezimmer besteht bei mir aus 3 verschiedenen Räumen, dass mir es da immer besonders wichtig ist, am ersten Tag halt immer das Bad zu putzen, weil komme was wolle, alles andere kann irgendwie auch hinten mal runterfallen aufgrund von Krankheit oder sonstiges. Aber mir ist es auf jeden Fall wichtig, mindestens einmal im Monat das Badezimmer und die Küche gründlich zu reinigen. Jetzt, nachdem ich das Badezimmer oder die Badewanne sauber gemacht habe, gehe ich auch immer noch mal über die Armaturen und trockne alles halt auch direkt ab. Das machen wir auch nach dem Duschen und so bleiben die Armaturen auch schön sauber. Außerdem kümmere ich mich jetzt hier auch um den Duschvorhang. Wie ihr seht, sind da ordentliche Ablagerungen und ich habe dazu erstmal etwas Gallseife einwirken lassen und speise dann im Anschluss den Duschvorhang in die Waschmaschine. Im Rahmen der Zonenreinigung nehme ich mir halt immer Sachen vor, die ich halt nicht täglich mache, wie zum Beispiel auch das Fensterputzen, Duschvorhang reinigen oder ähnliches. Also da fallen immer so Sachen rein, die einfach immer in gewissen Abständen mal gemacht werden sollen. Und dadurch, dass ich ja an 5 Tagen immer nur 15 Minuten etwas mache, gehe ich immer so einmal komplett durch die Wohnung und kann halt gewährleisten, dass irgendwie alles immer ordentlich ist. Also ich warte nicht auf den Frühjahrsputz, um zum Beispiel die Fenster zu putzen oder die Gardinen zu waschen, sondern ich mache das einfach rotierend im System, dann alle 1, 2, 3 Monate und habe so halt immer kontinuierlich eigentlich so ein gewisses Maß an Ordnung zu Hause, ohne mich halt irgendwie zu überfordern oder lange zu putzen. Ja, so putze ich eigentlich mein Zuhause in kleinen Etappen und auch immer in kleinen Zeitfenstern. Und was mir dabei besonders wichtig ist halt, dass ich auf Perfektion verzichte. Es muss für mich nicht immer alles perfekt, ordentlich und sauber sein. Damit bremse ich mich nur aus, sondern ich versuche einfach immer nur so viel im Anbetracht der Zeit zu schaffen. Hier habe ich zum Beispiel nochmal mit einem Mikrofasertuch den groben Schmutz vom Fenster runtergeholt und habe dann nochmal mit meinem Fensterputztuch nachgewischt, damit einfach ein streifenfreies Ergebnis erzielt wird. Und so kann ich die Fenster auch ganz nebenbei in 1, 2 Minuten putzen und kann halt so wirklich in kurzen Zeitfenstern sehr, sehr viel schaffen. Außerdem gebe ich einen Schuss Wasser auf den Boden und etwas Allzweckreiniger. Und mit freundlicher Unterstützung meines Ärmels kann ich dann den Boden auch nochmal schnell wischen. Ich nehme mir dazu jetzt keinen Wischmopp vor, das geht jetzt einfacher mit der Hand. Und außerdem habe ich jetzt dann auch noch alle Badvorleger, Lappen und den Duschvorhang jetzt auch nochmal in die Waschmaschine gegeben und wasche die jetzt nochmal bei 60 Grad durch und kümmere mich weiter um den Haushalt. Jetzt habe ich mich auch nochmal umgezogen und kümmere mich jetzt nochmal um die Bereiche im Flur. Also der Flur lädt dazu ein, dass wir wirklich alles Mögliche da immer abstellen und das sind so klassische Hotspot-Bereiche und da kümmere ich mich immer am Tag so um die 2 bis 5 Minuten drum, dass ich einfach wieder die Sachen wegräume, weil wenn wir es nicht tun, dann sammelt sich da einfach immer mehr Zeug an und das ist gerade der Eingangsbereich, also man öffnet ja fast für jeden die Tür, jeden Paketboten und so und da ist es mir halt auch wichtig, dass es da halt immer ein bisschen ordentlich ist. Zu guter Letzt gehe ich jetzt hier auch nochmal ins Kinderzimmer und kümmere mich da als erstes immer ums Bettenmachen. Also jeder, der mir folgt schon seit längerem, weiß, dass Bettenmachen für mich sehr, sehr wichtig geworden ist. War es nicht immer der Fall, aber ich finde, das ganze Zimmer wirkt automatisch ordentlicher mit gemachten Betten. Und ich finde es auch schön, sich abends wirklich in ein gemachtes Bett reinzulegen. Das gibt einem gleich ein schöneres Gefühl auf jeden Fall und lässt einen auch besser schlafen.
Außerdem räume ich jetzt hier auch noch ein bisschen das Spielzeug weg. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass hier auch das in meiner nächsten Zonenreinigung in diesem Bereich auch auf dem Plan steht, dass ich mich hier ums Kinderzimmer kümmere. Und zwar muss ich hier wieder einiges so ein bisschen vernünftiger sortieren, vielleicht auch wieder einiges ausmisten. Auch das mache ich immer in der Zonenreinigung. Und auch hier möchte ich nochmal die Fenster putzen und die Gardinen waschen und einfach so ein bisschen wieder Tiefenreinigung reinbringen. Im Kinderzimmer sowie auch im Spielzimmer nehme ich mir meistens so in etwa 5 bis 7 Minuten vor und versuche dann halt in der Zeit so das Bestmögliche rauszuholen. Ich bemühe mich darum, meine Kinder auch schon so ein bisschen in den Aufräumprozess mit einzubeziehen, also vor allem im Kinderzimmer, und weise sie darauf hin, dass sie halt, wenn sie mit einem Spielzeug fertig gespielt haben, das erst wegräumen sollen, bevor sie das nächste rausholen. Das klappt manchmal ja, manchmal nein, aber ich bemühe mich zumindest, ihnen diese Werte in Anführungsstrichen mitzugeben, damit sie einfach später etwas ordentlichere Menschen sind als ich in meiner Vergangenheit, weil mir das sehr, sehr schwer gefallen ist, Ordnung zu halten, und ich versuche ihnen da einfach so ein paar Routinen mit auf den Weg zu geben, in der Hoffnung, dass sie es später umsetzen können. Ich hatte euch ja auch schon mal gefragt, wie ihr eure etwas älteren Kinder als meine dazu motiviert, im Haushalt mitzuhelfen, und da gab es sehr viele unterschiedliche Antworten, vom es kommt der Müllsack zum Einsatz, wenn die Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen, bis hin zu Belohnungssystemen, wenn sie sich am Haushalt beteiligen, oder mal 1 Euro, wenn jemand staubsaugt oder so. Wiederum andere wollten zum Beispiel ihre Kinder gar nicht im Haushalt beteiligen, weil sie meinen, Kinder sollten Kinder sein. Wie ich es später mache, steht in den Sternen. Ich bin echt gespannt, wofür ich mich dann entscheide. Allgemein finde ich aber, es gegen ein Belohnungssystem an und für sich nichts einzuwenden, wenn sie am Ende zumindest einen Lerneffekt haben und vielleicht auch die Arbeit, die wir als Eltern machen, wertschätzen, dass die Hausarbeit eben halt auch Kraft und Mühe und Zeit kostet. Und also mal gucken, wie ich das dann später handhabe. Noch ist es ja in weiter Ferne. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Schlafbereich auch nochmal aufgeräumt, sortiere jetzt nochmal die Schmutzwäsche in unsere Sortiersystem und hänge jetzt nochmal die Wäsche ab und auf. Ich bin im Übrigen erkältet und ich glaube, nach und nach hört man es immer stärker. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Auf jeden Fall habe ich die Wäsche verräumt, den Spiegel im Flur auch nochmal mit meinem Fensterputztuch geputzt. Die Waschmaschine ist in der Zwischenzeit auch schon fertig. Ich hänge jetzt direkt den Duschvorhang auf, so kann er auch direkt im Badezimmer trocknen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Ergebnis, weil die ganzen Rückstände komplett rausgegangen sind und das nur mit einem Einsprühen mit der Gallseife. Also ich habe da nichts irgendwie vorgeschrubbt oder so. Ich bin wirklich begeistert. Der Boden ist jetzt auch trocken, das heißt, ich kann jetzt alle Sachen auch wieder auf ihren Platz setzen, und endlich klingelt's an der Tür und wir bekommen endlich die restlichen Möbel geliefert, und zwar unsere Sessel, die jetzt noch zu unserer Sitzgruppe gehört haben, und jetzt ist auch die Sitzgruppe endlich vollständig. Es fehlen nach wie vor Bilder bei uns und Deko, und ich bin so ein bisschen überfragt. Ich finde einfach nichts, was mir so richtig zusagt. Vielleicht habt ihr noch Empfehlungen, wo man nochmal nach schönen Kunstdrucken oder ähnliches Ausschau halten kann. Ich mache mich jetzt auf den Weg, die Kinder aus der Kita abzuholen, und bringe direkt auch noch den Müll dabei runter. Das Wetter ist im Moment echt mild und angenehm, sodass ich mich auch dazu entschlossen habe, mit den Kindern auch noch abschließend ein Eis essen zu gehen und mich dort mit ihnen nochmal auszutauschen, wie denn der Tag in der Kita heute so verlaufen ist. Und dann haben wir zu Hause noch eine Runde gespielt. Gerade diese Feuerwehrstation, die ich vorhin so drapiert hatte mit den Autos, hat die Kinder total dazu eingeladen, damit zu spielen. Und sie haben sich auch wirklich lange damit beschäftigt. Und ich habe ihnen dann halt noch ihren allmittaglichen Obstteller zubereitet, damit sie halt noch etwas Vitamine bekommen. Und dann durften sie auch noch etwas Fernsehen. Also wir sind da nicht so streng, was das Fernsehen angeht. Also bei uns ist es halt wichtig, dass es ausgewählte Sachen sind, die sie gucken, und halt auch, dass es gewisse Zeiten eingehalten werden, also nicht Open End. Und natürlich auch, dass es immer einen Ausgleich gibt in Form von Spielen und Rausgehen und so weiter. Aber das kann ja jeder so handhaben, wie er es möchte. Auf jeden Fall kann ich in der Zeit nochmal die Wäsche zu Ende falten und zusammenlegen und verräumen. Und dann zeige ich euch jetzt auch nochmal das, was ich heute so über den gesamten Tag geschafft habe. Ihr seht hier nochmal die Vorherbilder vom Wohnzimmer. Und ich habe im Wohnzimmer ungefähr so 5 Minuten gebraucht, um
das halt wieder so ein bisschen ansehnlicher herzurichten. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich hier nicht am Stück geputzt habe. Das wirkt natürlich immer so, wenn ich die Videos zusammenschneide, dass alles irgendwie ununterbrochen hintereinander weg total hektisch war. Aber das sind wirklich Sequenzen, die aneinandergereiht werden. Das heißt, ich habe zwischendurch auch meine Pausen, wo ich einen Kaffee trinke, wo ich meiner Arbeit nachgehe, wo ich ein Telefonat führe und so weiter. Das lasse ich einfach nur raus, weil es für euch langweilig sein könnte. Aber auch hier in der Küche habe ich, glaube ich, so um die 10, 15 Minuten gebraucht, war aber auch notwendig. Aber auch hier ist wenigstens jetzt wieder alles sauber und ich fühle mich hier auch wieder wohl. Ja, und wenn ich heute Abend dann halt auch die Abendroutine einhalte, dann habe ich auch morgen früh nicht so viel zu tun. Ja, auch das Schlafzimmer habe ich dann wieder in Ordnung gebracht. Hier geht es ja relativ fix und vor allem ist hier auch so richtig auffällig, dass eigentlich wenn das Bett gemacht ist, sieht das ganze Zimmer schon direkt ordentlich aus, weil das Bett ja eigentlich schon fast die ganze Fläche des Schlafzimmers einnimmt. Ja, für das Kinder- und Spielzimmer habe ich so in etwa eine Viertelstunde insgesamt gebraucht. Man sieht, hier ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Also ich muss hier auf jeden Fall ein paar Sachen ausmisten und aussortieren. Hier ist halt wieder so viel Kleinkram dazu gekommen. Und vielleicht rotieren wir jetzt auch nochmal mit dem Spielzeug. Wir haben ja ein paar Kisten im Keller und rotieren nochmal so ein bisschen mit den Sachen, damit es halt auch für die Kinder wieder interessanter wird. Und in dem Zug würde ich halt auch gerne wieder ein bisschen mehr gehen lassen, weil das Spielzeug echt Überhand nimmt und immer wieder Neues einzieht, obwohl wir schon alle darum bitten, kein Spielzeug zu schenken. Aber man kann es irgendwie nicht aufhalten. Spielzeug ist echt so ein Problem für sich und wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall in der nächsten Zonenreinigung nochmal ansetzen. Ja, der Duschvorhang ist jetzt auch wieder sauber, also ich bin wirklich begeistert. In einer Viertelstunde ist jetzt das Bad gründlich gereinigt, Duschvorhang ist sauber, Badvorleger ist sauber, der Boden ist geputzt und alles halt in Etappen und nicht alles am Stück. Ich hoffe, du hattest Freude am Video und du hast dich motivieren lassen. Falls wenn ja, freue ich mich auf jeden Fall über ein Abo, ein Däumchen oder einen Kommentar. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, bleib gesund und bis zum nächsten Video.